Hier ist das vollständig ungeschriebene Skript auf Deutsch, frisch formuliert, mit natürlicher Sprache, gleichem emotionalen Schwung, motivierendem Erzählstil und ungefähr gleicher lang für eine normal vorlässige Geschwindigkeit. Es bewahrt die dramatische Steigerung, die Spannung und die berührende Botschaft, ist aber zu 100% original. Gerichte leben von Regeln, Vorschriften und Urteilen. Doch in diesem einen Tag geschah etwas unerwartet. Als der Box-Weltmeister und Senator Manny Pacquiao den Saal von Richter Frank Caprio betrat, ahnte niemand, was kommen würde. Zunächst wirkte alles wie ein gewöhnlicher Termin. Der Richter saß ruhig und konzentriert da, die Zuschauer warteten geduldig, doch dann ergriff Manny das Wort. Nicht über seinen eigenen Erfolg, nicht über Ruhm, sondern über etwas viel Tieferes. Innerhalb weniger Augenblicke durchbrachen sein Sätze die Stil. All rückten nachher heran, die Blicke klebten an IHM, und dann passierte das Unvorstellbare. Richter Frank Caprio, berühmt für seine Gelassenheit und Weisheit, konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. Das hier war mehr als nur ein Gerichtsmoment, es wurde eine eindringliche Lektion über Demut, Mitgefühl und den wirklichen Kern von Gerechtigkeit. Bleib dran, denn was Manny als nächstes sagte, wird dich sprachlos machen. Der Gerichtssaal von Richter Frank Caprio lief wie immer, Verkehrsdelikte, klein Verstos. Bewegende Bitten, alles in ruhiger Reihenfolge. Im Hintergrund flüsterten Leute, warteten auf ihren Aufruf, waren der Richter mit seiner typischen Freundlichkeit und Ruhigkeit. Plötzlich öffneten sich die Türen, und ein Mann trat ein, den hier niemand vermutet hat. In schlichter Kleidung, einfaches Hemd, normal Hose, kam Manny Pacquiao herein. Viele erkannten ihn zunächst gar nicht. Ohne Handschuhe, ohne Gürtel, ohne Gefolge wirkte wie ein ganz normaler Mensch. Doch dann ging ein Raunen durch die Reihen. Ist das wirklich Manny Pacquiao, der Champion? Was macht denn hier? Selbst Richter Caprio bugte sich vor, schob die Brille zurecht, als wollte seinen Augen trauen. Mit einem herzlichen Lächeln begrüßte ihn. Das ist ja eine Überraschung, Herr Pacquiao. Willkommen in meinem Saal. Was führt Sie zu uns? Totenstill senkte sich herab. Alle rechneten damit, dass Manny ein eigenes Anliegen hatte oder einfach nur vorbeschaute. Doch seine Haltung, ruhig, bescheiden, mit einem Hauch von Ernst in den Augen, variiert, dass etwas viel Bedeutenders bevorstand. Manny räusperte sich ließ, seine Stimme fest, aber sanft. War nicht wegen sich selbst gekommen, war hier für jemanden, der sich nicht selbst wehren konnte, so wie es früher im Ring getan hatte. Als zu reden begann, wurde der Blick des Richters weicher. Die Zuschauer hielten den Atem an. Das war nicht mehr der Boxer Manny Pacquiao. Das war der Mensch Manny Pacquiao, der aus tiefster Armut aufgestiegen war, der das Leben der einfachen Leute kannte und nun seine Stimme für Fairness und Gute einsetzte. Und obwohl es noch niemand ahnte, würde dieser Augenblick so gewaltig werden, dass sogar Richter Frank Caprio die Fassung verlor. Die Stil im Saal war greifbar, alle Augen auf Manny Gerichtet, der vor Richter Caprio stand. Es war kein Lehrstil, sie war voller Erwartung. Die Leute bückten sich vor, Handys heimlich gehoben, diesen einzigartigen Moment festzuhalten. Manny holte tief Luft. Seine Stimme klang nicht laut oder dominant wie im Stadion, nein, sie war leise, fast vertraulich, als wollte dass jedes Wort, jeden Einzelnen berührt. Your Ehren, begann respektvoll und neigte leicht den Kopf. Ich bin nicht für mich hier. Ich bin gekommen wegen einer Familie, die in großer Not steckt. Ich habe sie vor kurzem kennengelernt. Es sind fleißig, ehrlich Menschen, doch das Leben hat es ihnen schwer gemacht. Hielt kurz inne. Im Hintergrund tupfte eine Frau Tränen weg. Die Geschichte griff bereits nach den Herzen. Manny fuhr fort. Sie wurden wegen einer Kleinigkeit hart bestraft. Nun stehen sie vor der Wahl, die Strafzahlen oder ihren Kindern das Essen verweigern. Ich konnte das nicht einfach hinnehmen, denn ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Der Richter horchte auf. Alle kannten Mannys Weg als Kämpfer, doch kaum jemand kannte die Tiefe seiner frühen Jahre. Manny öffnete dies Tor, als Kind, sagte und seine Stimme stockte leicht, habe ich Brot auf der Straße verkauft. Meine Familie besaß nichts,
Manchmal hungerten wir einen ganzen Tag lang. Ich weiß, was es heißt, nur wegen Armut verurteilt zu werden. Ich weiß, wie es ist, wenn das Leben einen schon genug gestraft hat und dann noch mehr kommt. Leises Aufatmen ging durch den Raum. Manche flüsterten, erzählt sein eigen Geschichte. An der starten nur fassungslos, beeindruckt von so viel Offenheit. Manny senkte kurz den Blick. Dann sah den Richter direkt an, die Augen voller Ehrlichkeit. Ihr Ehren, diese Familie braucht keine weitere Strafe. Sie braucht Verstandes. Sie braucht Gnade. Denn wenn wir Gnade zeigen, helfen wir nicht nur einer Familie, wir zeigen der ganzen Welt, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Aber der Richter presste die Lippen zusammen. War bekannt dafür, über den Buchstaben des Gesetzes hinauszuschauen. Doch dies Worte von einem Mann, der die not selbst erlebt hatte, trafen inmitten ins Herz. Die Zuschauer waren gefesselt, viele nickten zustimmend, manche beten ließ. Ein Mann murmelte, deshalb ist ein echter Sieger. Mannys Frau im Hintergrund wischte sich die Augen, sie hatte sein Starke im Ring oft gesehen, doch diese Stark hier war anders, die Kraft, für Schwacher einzustehen. Manny sprach weiter, ruhiger, aber eindringlicher. Wir dürfen den Wert eines Menschen nicht an seinem Geldbeutel messen. Wir dürfen Worte nicht vom Äußeren abhängig machen. Gerechtigkeit darf kein Schlagwerkzeug gegen die Schwachen sein. Sie sollte eine helfende Hand sein, die aufrichtet, wenn jemand fällt. Aber inzwischen filmten alle offen. Die Stimmung hatte sich gewandelt. Aus einem normalen Verhandlungstag war ein bewegender Augenblick der Wahrheit geworden. Richter Caprio beugte sich vor, Hände gefaltet, Augen feucht. Hatte schon tausende Bitten gehört. Doch nie hatte ein Weltmeister, ein Senator und vor allem ein so bescheidener Mensch für die Machtlosen gesprochen. Dann kämen Mannys abschließende Wort, Ihr Ehren, das Gesetz ist stark, doch Gnade macht es unbesiegbar. Der Saal hielt den Atem an. Kein Applaus noch, nur Staunen, Ehrfurcht, etwas, das sich für immer einprägte. Richter Caprio lehnte sich zurück, blinzelte schnell, die Tränen kämpften sich hoch, hast dusch. Einmal erlebt, wie jemand sein Bekanntheit nutzt, Schwacheren zu helfen? Schreib es in die Kommentare und sag mir, wo du gerade zuschaust, ob wir die Stile nach Mannys Worten hing schwer im Raum. Gnade macht das Gesetz starker. Es war mehr als ein Satz, es war Aufruf, Bitte und Wahrheit zugleich. Richter Caprio räusperte sich leis, Fassung zu gewinnen. Herr Pacquiao, sagte sanft, wir haben vor mir gestanden, aber so noch nie. Sie sprechen nicht nur für eine Familie, sondern für uns alle, die Leid kennen. Bitte fahren Sie fort. Aber Manny trat einen Schritt nacher, Stimme ruhig, doch voller Kraft. Ihr Ehren, in meiner Kindheit auf den Philippinen waren wir so arm, dass meine Mutter manchmal entscheiden musste, welches Kind an dem Tag ist. Ich habe nicht zuerst für Ruhm gekämpft, sondern damit meine Familie überlebt. Jeder Schlag war für Reis auf dem Tisch, jeder Sieg gehörte ihnen. Aber die Zuschauer hingen in seinen Lippen, viele kannten sein Ko Momente die Titel DJ, ubelnden Massen. Doch dies war letztliche, echte Seite kannten die wenigsten. Sprach weiter, wenn ich diese Familie sehe, die unter einer Strafe leidet, die sie nicht zahlen kann, sehe ich mich selbst. Ich sehe meine Mutter. Ich sehe Millionen Kinder, die glauben, die Welt sei gegen sie. Und ich frage mich, hatte ich ohne hier gestanden? Aber wieder ging ein Raunen durch den Saal, ein junger Mann flüstert, spricht für uns all. Eine alte Frau wischte Tränen weg, sogar die Beamten in der Wand wirkten berührt. Mannys Kinder schauten mit großen Augen zu ihrem Vater auf. Sie kannten den Ring-Champion, doch heute sahen sie den Kämpfer mit Worten. Richter Caprio stützte das Kinn in die Hände, Augen glänzend, die sonst so feste Haltung bröckelte. Manny wurde sanfter. Ihr Ehren, das Gesetz muss geachtet werden, ohne es herrscht Chaos. Aber ein Gesetz ohne Herz kann zur Waffe gegen die werden, die es schützen soll. Deshalb stehe ich hier, nicht, es zu brechen, sondern seinen höheren Sinn zu erfüllen. Gerechtigkeit mit Gnade. Aber eine Welt der Rührung ging durch den Raum. Lieses Schluchzen war zu hören. Jeder fühlte sich in Mannys Geschichte wieder. Hunger,
Ungerechtigkeit oder das Gefühl, unterschätzt zu werden. Manny hielt inne, blickte zur Familie vorn, abgetragene Kleidung, erschöpfte Gesichter. Die Mutter hielt ihr Kinn fest, als versteht sie das Urteil der ganzen Welt. Seine Stimme brach leicht, schauen Sie an, Ihr Ehren. Das sind keine Verbrecher. Sie sind einfach nur arm. Wenn wir sie zerbrechen, halten wir keine Gerechtigkeit hoch. Wir zerstören Hoffnung. Und ohne Hoffnung verliert die Gesellschaft. Die Worte trafen wie ein Blitz. Einige klatschten ließ, horten schnell wieder auf. Richter Caprio schloss kurz die Augen. Schultern zitterten leicht. Als sie öffnet, sah nicht den Champion oder Senator, sah den Jungen von einst. Der hungrig überlebt hatte und an der Hochzog dat Biar. Manny schloss ließ. Gerechtigkeit ist nicht. Die blind, Ihr Ehren, sie sieht das Leid, und sie darf nicht wegschauen. Totenstiel. Handys zitterten in Händen. Richter Caprio rieb sich die Augen, Tränen liefen. Versuchte zu sprechen, Stimme unsicher, Herr Pacquiao, Ihre Worte. Stockte, schluckte schwer. Sie erinnern mich daran, warum ich diesen Platz gewählt habe, zu dienen, nicht nur zu strafen. Zu verstehen, nicht nur zu urteilen. Leses klatschen, Tränen überall. Die Familie saß wie erstarrt vor Dankbarkeit. Manny nickte nur den Kopf. Die Last seiner Bitte fiel von ihm ab. Der Saal war kein Gericht mehr, war ein Ort der Wahrheit und Menschlichkeit geworden, doch das war noch nicht das Ende. Was folgte, konnte niemand voraussehen, die Luft knisterte vor Emotion. Mannys Worte hatten verborgene Gefühle freigelegt. Doch was kam, wurde zur Flut. Einen Moment lang herrschte still. Richter Caprio saß reglos, Augen fucht, Manny stand wurde wohl da. Dann begannen flüstern, das ist Manny Pacquiao, der Box-Legende. Der Senator aus den Philippinen. Es breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Viele hatten ihn nicht erkannt, als herinkam. Nun verdoppelt sich die Bedeutung, ein Weltstar stand hier. Demütig, für eine unbekannte Familie kämpfend. Ein Hunge suchte seinen Vater, Papa, das ist der Kämpfer aus dem Fernsehen. Der Vater nickte staunend, Richter Caprio sprach leise, faster fürchtig. Herr Pacquiao, ich kannte Ihren Namen, aber das hier. Das habe ich nicht erwartet. Und doch fühlt es sich an, als hätten Sie genau heute herkommen sollen. Die Menge murmelt zustimmend. Zwei Welten trafen sich, der mitfühlende Richter und der bescheidene Kämpfer, während im Streben nach gnadiger Gerechtigkeit. Manny schüttelt sanft den Kopf. Ihr Ehren, ich stehe nicht als Champion hier. Ich stehe als German, der Hunger kennt, der verurteilt wurde, der ums Überleben kämpfte. Titel sollen hier nichts. Es sollt nur Menschlichkeit. Die Worte wirkten starker als jeder Schlag. Manche hielten sich den Mund zu, andere senkten den Kopf, Tränen in den Augen. Die Familie brach in Tränen aus. Die Mutter weinte laut, der Vater hielt sie fest. Ihr kleiner Sohn flüsterte, Mama, hilft uns. Richter Caprio nahm die Brille ab, behieb sich die Augen. Sein Stimme zitterte, Herr Pacquiao, Sie bringen mir Worte meines Vaters zurück. Wenn das Gesetz dich die Gute vergessen lässt, hast du als Richter versagt. Heute spüre ich sie starker denn je. Leses Klatschen erhob sich, ehrlich und bewegt. Manny wandte sich kurz dann zurück. Ihr Ehren, ich bitte nicht, das Gesetz zu verbiegen. Ich bitte, zu sagen, das Gesetz und Liebe zusammenpassen. Gnade schwacht Gerechtigkeit nicht, sie wollen sie. Der Richter stockte, Tränen in den Augen. Blickte auf sein Papier, sah sie kaum. Alle spürten, hier entstand Geschichte, keine juristisch, sondern ein menschlich. Richter Caprio flüsterte gebrochen, Herr Pacquiao, Sie haben schon gesehen, nicht hier im Saal, sondern in unseren Herzen. Still voller Staunen, Tränen flossen frei. Manny neigte wieder den Kopf, für ihn war es keine Show, sondern Pflicht. Richter Caprio saß da, Brill abgelegt, Tränen unverhohlen. Der ganze Saal wartete atemlos. Mannys Worte hatten alles erschüttert, nun kam der hohe Punkt. Manny trat vor, Stimme fest vor Gefühl, wir Ehren, ich zweifle das Gesetz nicht an, ich erinnere an seinen Zweck. Es soll die Schwachen schützen, nicht brechen.
ohne Fairness und Mitgefühl würde zur Kette der Unterdrückung. Die Familie wohnweinte Verrührung, ein Weltstar verteidigte sie wie sein eigen. Die Mutter flüstert, danke Gott. Manny sprach weiter, im Ring kannte ich meine Gegner. Doch die schwersten Kämpfe waren unsichtbar, Armut, Hunger, Ausweglosigkeit. Ich habe sie nicht allein gewonnen. Jemand sagte mir gut. Jemand schenkte mir Gnade. Ohne sie war ich heute nichts. Die Zuschauer weinten offen. Beamte senkten respektvoll den Blick. Richter Caprio griff nach einem Taschentuch. Hände zitternd, Herr Pacquiao. Sie sprechen, als hatten sie die Last der Welt getragen. Manny nickte, ich habe meinen Teil getragen, Ihr Ehren. Deshalb schweige ich nicht, wenn ich diese Familie sehe. Ich Leid ignorieren hieß, meine Vergangenheit zu verleugnen, und dann verdiente ich meine heutigen Segnungen nicht. Die Tränen des Richters liefen frei, Manny wurde noch sanfter, Gerechtigkeit misst sich nicht nur an Strafen, sondern an der Hoffnung, die sie schenkt. Diese Familie braucht keine Strafe, sie braucht eine Hand, die sie aufrichtet, damit sie später an der aufrichten kann. Ließ es schlussen, zustimendes Nicken, eine Frau flüsterte, das ist ein historischer Moment. Richter Caprio wischte sich die Augen. Mannys letzte Worte. Ich habe Weltmeistertitel gewonnen, Millionen jubeln gehört, MIT-Präsidenten gesprochen, doch nichts davon zahlt hier. Was zahlt, wenn wir den Schwachsten keine Gnade zeigen, verlieren wir den Sinn von Gerechtigkeit. Gnade ist keine Schwach. Gnade ist die größte Stark. Stil, wie wir sober. Dann brach es. Richter Caprio senkte den Kopf in die Hände und weinte offen. Der Anblick dieses gütigen Richters, der von einem bescheidenen Champion zu Tränen gehört wurde, löste alles aus. Tränen überall. Die Familie weinte vor Dankbarkeit und Erleichterung. Manny stand still, Kopf gesenkt, Hände gefaltet. Für ihn war es Dienst, nicht Triumph. Richter Caprio hob den Kopf, Gesicht nass. Herr Pacquiao, Sie haben uns gesagt, dass echte Gerechtigkeit nicht nur im Gesetz liegt, sondern im Herzen. Danke. Der Saal öffnet sich, Herzen brachen auf vor Rührung. Der Höhepunkt war da, Richter Caprio wischte sich die Wangen, der Saal in Erfurt steiger still. Mannys Worte holten nach wie in einer Kirche. Dann kam das Flüstern, das ist Manny Pacquiao, der Champion des Volks. Es breitet sich aus, Weltmeister Senator Wohltäter. Ausstarten nun anders, ein Mann, der aus Armut zur Weltspitze kam, stand higher für Unbeck. Ante ein, volle Demut. Die Familie konnte es kaum fassen. Die Mutter flüsterte ein Weltmeister, und hat für uns gesprochen. Richter Caprio hob die Hand für Ruhe. Als es still wurde, sprach zitternd aber klar. Herr Pacquiao, Sie sind heute nicht für sich gekommen, sondern für die, die keine Stimme haben. Sie haben uns erinnert, Gnade ist stark. Gerechtigkeit ohne Gnade ist keine Gerechtigkeit. Wandte sich der Familie zu, für diese Familie entscheidet das Gericht mit Mitgefühl. Die Strafe wird fallen gelassen, nicht wegen Prominenz, sondern wegen Fairness. Die Familie rang nach Luft, die Mutter schluchzte vor Erleichterung, drückte ihr Kind fest. Der Vater verbarg das Gesicht in den Händen. Der Saal brach in herzlichen Applaus aus, keine laute Jubel, sondern tiefe Dankbarkeit. Manche standen auf, setzten sich wieder respektvoll. Richter Caprio zu Manny, Sie sind Champion im Ring, doch heute haben Sie gesagt, was wahre Champion außerhalb bedeutet. Ihre Worte bleiben für immer in mir, und bei allen hier. Handys hatten alles festgehalten. Manny verniete sich tief, danke Ihr Ehren. Ich wollte keine Anerkennung, ich kenne Leid und ich kenne die Kraft von Gute in dunklen Zeiten. Richter Caprio lächelt unter Tränen, genau deshalb ist die Welt heute besser, weil Sie hier wären. Der Applaus schwoll an, Beamte klatschten ließ. Die Familie weinte vor Glück. Ihre Last war weg. Manny blieb ruhig, nur ein sanfter Neigekopf, Demut war sein wahre Kron. Als es ruhiger wurde, sagte Richter Caprio zur Familie, dieses Gericht entlässt Sie nicht nur frei, es schickt Sie mit Hoffnung weiter. Nehmen Sie diese Gnade als Anstoß. Wenn Sie wieder stark sind, helfen Sie anderen so, wie Ihnen geholfen würde. Die Familie nickte weinend, das werden wir, Euer Ehren. Der Hammer fiel, voll abgeschlossen.
Doch gegeben würde weit mehr als ein Urteil, ein Lection für die Welt. Der Moment endete nicht im Saal. Was folgte ging die Welt und trug Mannys Botschaft von Gerechtigkeit und Mitgefühl zu Millionen. Als der Hammer fiel, war der Fall vorbei, doch die Geschichte begann erst. Der kleine Saal in Providence wurde zum Ursprung einer Erzählung, die global Wellen schlug. Draußen filmten all Luden hoch, das Gefühl war klar, hier war etwas Großes passiert. Kaum draußen verbreitete sich das Video rasend schnell. Hashtags wie Hashtag Gnade stark, Hashtag Pacquiao in Gericht trendeten, Millionen sahen Mannys Worte, den weinenden Richter, die umarmende Familie da BR Medien griffen es auf. Schlagzeilen. Manny Pacquiao rot Richter Caprio zu Tränen, bewegender Gerichtsmoment. Vom Ring ins Gericht, Pacquiao kämpft mit Demut für Gerechtigkeit. Lektion in Gnade geht viral. Der Kommentar überschlugen sich, ich schau keinen Boxen, aber dieser Mann hat mich umgehauen. Gerechtigkeit ohne Gnade ist keine. In den Philippinen versammelten sich Menschen in Kirchen und Café. Weinten vor Stolz. Einer der ihren trug ihre Geschichten mit Würde in die Welt. Lehrer zeigten es im Unterricht. Angestellte teilten es im Büro, Richter dachten darüber nach. Richter Caprio sagte später vor Reportern, Augen noch rot. Ich habe viele Fälle gesehen, doch was Herr Pacquiao uns heute sagte, muss jeder hören, das Gesetz sind Menschen. Hinter jedem Urteil stecken Leben. Das nehme ich mit für immer. Wer die Familie begann nu, nicht nur ohne Straf, sondern mit Hoffnung. Der Vater sagte Tage später, wir fühlten uns allein, dann stand ein Champion bei uns. Gab uns mehr als Freiheit wurde. Manny selbst blieb bescheiden vor der Presse, ich bin kein Held. Ich bin nur jemand, der Leid kennt. Wenn ich eine Stimme habe, nutze ich sie, zu sagen, Gnade und Gerechtigkeit gehören zusammen. Das Video erreichte sich Millionen, Prominente teilten es, Aktivisten zitierten es, normale Menschen fanden Mut darin, ausgerechnet der Mann, der mit Fausten berühmt wurde, veränderte die Welt mit Worten. So wurde dieser Tag unvergesslich. Nicht nur als abgewiesener Fall, sondern als weltweite Erinnerung. Gesetze leiten uns, doch Mitgefühl macht uns aus. Wenn du glaubst, dass niemand nach außen hin, Status oder Umständen beurteilt werden sollte, nur nach seiner Menschlichkeit, schreib Respekt in die Kommentare und abonniere für mehr inspirierende Geschichten über Hoffnung und Gerechtigkeit.